Hallo, mein lieber Löwe, und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Löwe, wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an. Was ist wichtig für dich zu wissen? Welche Herausforderungen könnten auf dich zukommen? Lieber Löwe, wie immer, denk dran, nimm bitte nur das an, was zu dir gehört, weil das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, es kann sein, dass nicht jede Botschaft zu dir gehört und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, lieber Löwe, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Lieber Löwe, vielleicht noch schnell alle Infos zu den Karten findest du unten in der Infobox. Ja, lieber Löwe, dein Mai 2025, was ist wichtig für dich? Was solltest du wissen? Was darfst du dir vielleicht zu Herzen nehmen? Wir haben zweimal das Stopp. Schauen wir gleich mal. Wir haben neue Erfahrungen und Möglichkeiten und der krönende Abschluss deiner Vision. Sehr, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass dir im Mai etwas klar wird. Vielleicht weißt du es eigentlich schon, aber dennoch ist so eine Art Unsicherheit da, eine unterschwellige Unsicherheit, vielleicht bezüglich einer Entscheidung oder einen Weg, den du gehst oder gehen möchtest. Und ich sehe, dass Mai dir nochmals die Bestätigung gibt für einen Weg oder für ein Vorhaben und dass jetzt im Mai der endgültige Entschluss kommen wird. Weil ich sehe auch, dass du bereit bist für neue Möglichkeiten, für neue Erfahrungen und vor allem für Wachstum. Sehr, sehr spannend. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Löwe, dein Hauptthema? 3 der Stäbe, ja, ein Ziel wird ganz klar und deutlich. Es war vielleicht schon immer da oder vielleicht hast du gemerkt, dass sich das Ziel etwas verändert hat, aber vielleicht konntest du wie das noch nicht so richtig annehmen oder da war noch eine gewisse Unsicherheit und jetzt bist du bereit. Jetzt siehst du es ganz, ganz klar. Und das Ziel zeigt sich, vielleicht noch nicht hundertprozentig, wie du dorthin gelangst, vielleicht zeigt sich auch noch ein Teil vom Weg oder vielleicht ein Weg zeigt sich mal, aber das Ziel wird ersichtlich. Der innere Konflikt, habe ich das Gefühl, geht vorbei, also löst sich auf, falls du einen hattest. 3 der Stäbe, warum? Löwe. Wir haben hier zweimal das Stopp. Ja, dieses Hin und Her, soll ich nicht oder lieber das, ach oder so oder doch nicht, ist das doof oder nicht. Ich sehe, dass das vorbeigeht. Also ich sehe, dass du das auflöst, ich sehe, dass du deinem Gefühl vertraust und deiner Intuition folgst. Ich sehe auch, dass du wie eine Sicherheit bekommst, dass dort was passiert bezüglich Verwurzelung. Also irgendein Vorhaben bekommt jetzt eine Stimme, nehme ich wahr, ein Gesicht, eine Stimme, Commitment. Schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung, lieber Löwe? Was hindert dich daran, eben ja, dein Ziel zu verfolgen? Justice, Thema Balance. Thema Balance und auch dich vom Ungleichgewicht zu lösen. Also hier könnte eventuell das Thema Balance ein Thema sein, wie zum Beispiel, wenn du Karriere machen möchtest und du vielleicht Familie hast, dass das vielleicht schwierig wird, so in dieser Struktur, wie du jetzt lebst oder wie ihr gemeinsam oder wie die Familiendynamik ist, so muss ich sagen. Oder es ist ja immer alles auch mit Gewohnheiten, hat das zu tun, mit Abläufen. Und das Problem ist, wenn du Träume hast, Ziele hast, du da aber dein Leben nicht veränderst, das heißt, du machst keinen Platz, dann wird es schwierig mit deinen Träumen, mit deinem Vorhaben. Das heißt, ich empfehle wirklich, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich empfehle immer, wenn man
Träume verfolgen muss, muss man wirklich sein Leben mal achtsam wahrnehmen, weil man muss seine Gewohnheiten verändern. Es braucht Platz, sonst kommt das Ungleichgewicht, das Unausgeglichene. Man kann nicht alles unter einen Hut kriegen. Oder es ist wie wenn du jetzt sagst, du möchtest regelmäßig Sport machen, aber du hast einen vollen Terminkalender und du möchtest nicht irgendwie auf etwas verzichten, dann wird es schwierig, weil es hat keinen Platz. Und ich sehe, hier geht es ganz stark um das Thema Platz schaffen, habe ich das Gefühl. Gewohnheiten überdenken, sehen. Ich hatte auch mal eine Bekannte, aber das ist jetzt schon lange her. Und zwar wollte sie in die Selbstständigkeit, kommt mir jetzt irgendwie so spontan in den Sinn. Sie hatte 3 Kinder. Sie war alleinerziehend. Und sie hat eben die Kinder so erzogen, also die mussten nichts machen. Also ich muss schon ehrlich sagen, die waren extrem verwöhnt. Also sie war eine überfürsorgliche Mama, sie hat alles für ihre Kinder getan, aber dann hat sie ihre eigene Passion entdeckt, ihre eigenen Träume. Und sie wollte gerne mit dem Geld machen und sie war auch extrem gut darin, aber es war schwierig, weil die Dynamik in der Familie, es war halt wirklich, alles lag auf ihren Schultern, obwohl die Kinder schon, also die waren schon ein bisschen älter, sie waren nicht mehr so klein. Ich glaube, das jüngste Kind war, glaube ich, 12 oder so. Es waren irgendwie so 12, 13, 14. Und die hat wirklich alles gemacht, Sportsachen noch gepackt, sie noch geweckt und, ganz viel gemacht. Und ja, es hat keinen Platz gegeben für ihr Herzensbusiness, dass sie sich beruflich verwirklichen konnte. Und es wäre schon möglich gewesen, aber man hätte die Dynamik verändern müssen oder einfach so ein bisschen, das sind ja kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass man vielleicht beim Kochen hilft oder zusammen den Abwasch macht oder jeder räumt sein Zimmer selbst auf, aber wenn alles die Mutter machen muss, dann wird es schwierig, oder? Und darum, wenn du irgendeinen Traum hast und du merkst, dass das Thema Zeit schwierig ist oder dass es wie nicht so Platz bekommt in deinem Leben, dann schau mal wirklich deine Gewohnheiten an. Wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht die Beziehungsdynamik anschauen, natürlich immer alles kommunizieren. Es braucht manchmal nur so kleine Mikroveränderungen, die aber ganz gewaltig Platz schaffen. Es braucht manchmal nicht mal so viel. Und ich sehe einfach eben, dieses Ungleichgewicht liegt ganz stark da. Und das könnte zum Hindernis werden. Ist mir jetzt einfach so spontan in den Sinn gekommen. Kannst du dir gerne mal selbst überlegen, wo ist denn dein Ungleichgewicht? Ja, es kann wie nicht fließen, weil wie noch, ja, der Raum wird nicht gegeben, der Raum wird nicht gehalten. Es kann auch sein, dass man sich entscheiden muss, um etwas loszulassen, oder? Weil eben nicht alles Platz hat. Ja, es könnte auch um das Thema Familie gehen. Beziehung. Schauen wir mal, was kommt sonst noch. Was kommt sonst noch, lieber Löwe? Wir haben 10 der Schwerter, 6 der Münzen und Königin der Schwerter. Was haben wir hier? Das Schicksalsrad. Ja, hier möchte wie sich etwas entfalten, habe ich das Gefühl. Also ich sehe, dass hier eine Art Ende kommt. Es ist ein Cut. Aber ich glaube, das ist ein gewählter Cut. Es tut dir zwar ein bisschen weh, aber es ist gut so. Also nicht, dass es dir weh tut, ist gut, sondern dass du dich dafür entscheidest, weil du tust es für dich. Also hier ist wie eine Art Cut oder Entscheidung, die du für dich triffst, obwohl es dir vielleicht so ein bisschen weh tut. Aber es ist dir bewusst, es ist gut so. Es kann auch sein, dass du vielleicht ein Projekt, was du schon lange hast, dass du vielleicht sagst, hey, das Projekt gebe ich jetzt auf, weil es hat sich mir ein neues Projekt gezeigt, was viel größer ist und das ist mein Weg, sich das eben einzugestehen oder auch, dass man vielleicht für gewisse Verbindungen
sich davon entfernt, kann auch das sein, aber es ist etwas, was du entscheidest, habe ich das Gefühl. Eine Art Cut. Und ich sehe auch, dass die Möglichkeit für das Gleichgewicht liegt eigentlich da, wenn du dich darauf achtest. Es geht ganz stark auch um das Thema Einnahmen und Ausgaben. Geben und nehmen, annehmen, empfangen, wie du es nennen möchtest. Diese Balance. Und ich habe das Gefühl, wenn du diesen Cut machst und im Vertrauen bist, kommt die Balance. Es kann aber auch sein, dass dieser Cut in mehreren Etappen kommt, sehe ich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist der erste Schritt, aber noch nicht definitiv. Weil hier Königin der Schwerter, Vorbote für neue Entscheidungen, für Umstrukturierungen, für Gespräche. Also ich habe das Gefühl, hier könnten in den nächsten paar Monaten Entscheidungen kommen oder Veränderungen oder Umstrukturierungen, wie du Dinge angehst oder was du angehst. Und ich denke, du darfst einfach deinem Gefühl vertrauen, deine Vision, deine Endvision, die du hast, einfach immer im Fokus halten. Schauen wir mal, warum 10 der Schwerter? Ja, weil da wie eine neue Idee ist. Es kann auch sein, dass da eine neue Verbindung kommt. Etwas Neues hat sich dir gezeigt. Ich glaube, begleitet dich schon ein bisschen länger. Also schon vielleicht ein paar Wochen oder Monate. Also noch nicht allzu lang. Vielleicht so 2 Monate, 3 oder eben einige Wochen habe ich das Gefühl. Irgendeine Idee, ein Impuls. Warum 6 der Münzen? Ja, du bist bereit, dran zu bleiben. Du bist bereit, am Gleichgewicht bezüglich Finanzen oder was auch dein Thema ist, zu arbeiten. Und ich glaube, das gelingt dir, weil wenn du darauf vertraust, wenn du wirklich das Gleichgewicht im Auge behältst und eben das, was ich vorher gesagt habe, immer so ein bisschen schaust, wo habe ich den Raum für meine Ziele. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Buch, jetzt keine Werbung oder so, das 1%-Methode. Vor allem, wenn du das Thema Beruf hast, finde ich das Buch nicht so schlecht, weil es zeigt eben auf, dass kleine Gewohnheiten, die du beständig ausführst, eine größere Wirkung haben, als wenn du alles komplett veränderst und dann geht's rauf, runter, stop and go. Lieber kleine Veränderungen, dafür kannst du die beibehalten. So ein bisschen darum geht es auch in diesem Buch. Finde ich noch sehr interessant. Schauen wir mal, Königin der Schwerter. 9 der Stäbe, ja. Ich sehe, dass du hier irgendeine Art Mauer auflösen möchtest. Und ich sehe auch, dass du einer Sehnsucht nachgehen möchtest. Also ich sehe, dass es dich irgendwo extrem stark hinzieht. Also im März. Vielleicht war irgendetwas im März. Im Mai kann es sein, je nachdem, wo du stehst im Leben, dass du eine gewaltige Sehnsucht fühlst. Eine Sehnsucht, deinen Traum zu leben. Eine Sehnsucht, dich zu verwirklichen. Eine Sehnsucht nach der Liebe. Und ich sehe auch, dass du dieser Sehnsucht nachgehen kannst, aber Stück für Stück. Ich glaube noch nicht ganz 100%ig, aber es ist auch okay. Das gehört wie zu diesem Weg, zu deinem Weg. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich habe jetzt irgendwie ganz stark das Gefühl, Venus. Schau mal, wo dein Venuszeichen ist. In welchem Sternzeichen ist bei dir die Venus? Schau mal. Und beschäftige dich vielleicht nochmal mit diesem Zeichen. Ich habe das Gefühl, vor allem wenn du das Thema Selbstwert hast, auch das Thema Partnerschaft und das Thema Finanzen. Weil die Venus steht eben für Finanzen, für den Genuss des Lebens und eben auch für Partnerschaft. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich auf Venus komme. Oder vielleicht geht es ja auch um Waage und Stierqualität. Aber schau mal, was dein Venuszeichen ist. Schauen wir mal dein Rat, lieber Löwe.
Ja, weil Venus ist das empfangende Prinzip. Vielleicht geht es auch um Empfangen. Wie empfängst du am besten? Schau dir mal dein Venuszeichen an. Ich weiß nicht warum. Schau es dir mal an. Oder das Element, ist es ein Feuerelement, Erdelement, Wasser? Schau es dir mal an. Dein Rat, 2 der Münzen, wäge gut ab, was zu dir gehört. Wäge konstant ab. 2 der Münzen deutet immer darauf hin, dass ganz viele kleine Entscheidungen kommen. Nicht nur eine, sondern ganz viele kleine. Wäge immer ab, Stück für Stück. Es kann sein, dass du einen Weg siehst und dass dieser Weg sich sehr stimmig anfühlt und dann gehst du den eine Zeit lang und plötzlich merkst du, oha, es ist Zeit für eine Abzweigung. Also nimm das aktiv wahr. Schauen wir mal, was liegt im Schatten, wo hast du ein bisschen zu wenig den Fokus? 4 Schwerter, ja, Selbstfürsorge, innere Ruhe, Ausgleich, Meditation, viel zu wenig, zu sehr im Kopf, ratter, oder zu sehr gestresst oder im Tun, zu sehr mit Verpflichtungen beschäftigt, also Zeit für dich nehmen, Meditation, zur Ruhe kommen, Erdung, deinen Geist ein bisschen klären, damit du auch wieder den Wald vor lauter Bäumen siehst. Also hier Rückzug und Pause ist viel wichtiger, als du denkst, weil es kann sein, dass du dann eben Antworten findest und nicht, wenn du die ganze Zeit im Tun bist. Ja, lieber Löwe, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.